Schalte jetzt das Licht aus. Nur für einen Moment. Du hörst dieses Video gerade, aber siehst du auch alles um dich herum? Denn die Dunkelheit verbirgt nichts. Sie wartet nur. Die meisten Menschen sagen, ich habe keine Angst vor der Dunkelheit. Was sie eigentlich meinen ist, ich habe Angst vor dem, was darin sein könnte. Denn sobald das Licht ausgeht, ändert sich etwas. Der Raum ist derselbe. Die Möbel stehen noch da. Und doch fühlt es sich anders an. Als hätte die Dunkelheit eine Präsenz. Heute geht es um eine Angst, die wir seit Jahrtausenden mit uns tragen. Eine Angst, die logisch ist und gleichzeitig irrational. Warum fühlen wir uns im Dunkeln beobachtet? Warum schlägt unser Herz schneller, wenn wir alleine sind? Und warum schaut man nachts oft noch einmal zurück, bevor man das Zimmer verlässt? Für unsere Vorfahren war die Dunkelheit kein Ort der Ruhe. Sie war ein Jagdgebiet. Nicht für uns, sondern für das, was uns jagte. Raubtiere, die besser sahen. Geräusche, die man hörte, aber nicht zuordnen konnte. Augen, die aus dem Nichts auftauchten. Wer nachts zu ruhig war, starb. Wer wachsam war, überlebte. Und dieses Wissen ist noch immer in uns. Dein Gehirn weiß rational, dass du sicher bist. Aber dein Körper erinnert sich an eine Zeit, in der Dunkelheit bedeutete, du bist nicht mehr oben in der Nahrungskette. Im Dunkeln verliert dein wichtigstes Sinnesorgan seine Macht, die Augen. Und sobald das passiert, übernimmt die Amygdala. Einige werden sich nun fragen, was ist die Amygdala? Die Amygdala ist eine kleine Struktur im Gehirn, die eine wichtige Rolle bei Emotionen, besonders Angst und Bedrohung spielt. Der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet Mandel, weil sie ungefähr die Form einer Mandel hat. Sie gehört zum limbischen System, einem Netzwerk im Gehirn, das Emotionen, Motivation und Erinnerungen verarbeitet. Die Amygdala denkt nicht, sie reagiert. Ein Knacken im Flur, mögliche Gefahr. Ein Schatten an der Wand, Bewegung. Dein Gehirn ergänzt das, was du nicht sehen kannst, mit deinen tiefsten Ängsten. Nicht, weil es dir schaden will, sondern weil es dich beschützen will. Das Problem ist nur, dein Gehirn unterscheidet schlecht zwischen Vorstellung und Realität. Dunkelheit ist leer und genau das macht sie gefährlich. Denn wo nichts ist, erschafft unser Kopf etwas. Gesichter im Schatten, Bewegungen aus dem Augenwinkel, Formen, die verschwinden, sobald man hinsieht. Und je länger man hinsieht, desto realer fühlen sie sich an. Das ist kein Zufall. Studien zeigen, unser Gehirn ist darauf programmiert, lieber zu viel zu sehen als zu wenig. Ein Monster, das nicht existiert, ist weniger gefährlich als ein echtes, das wir übersehen. Fast jeder kennt es. Du bist allein. Es ist dunkel und plötzlich hast du dieses Gefühl, als würde jemand hinter dir stehen. Du drehst dich um, nichts. Aber das Gefühl bleibt. Dieses Phänomen nennt man Hypervigilanz. Ein Zustand extremer Wachsamkeit. Dein Gehirn scannt den Raum permanent und findet Bedrohung, selbst wenn keine da ist. Das Unheimliche daran: dieses Gefühl ist nicht eingebildet. Es ist eine körperliche Reaktion, echt, spürbar und kaum zu kontrollieren. Viele unserer dunkelsten Ängste entstehen in der Kindheit, unter dem Bett, im Kleiderschrank oder im Flur. Als Kinder hatten wir keine Kontrolle, kein Verständnis, nur Fantasie. Und Fantasie kennt keine Grenzen. Diese Bilder verschwinden nicht einfach. Sie schlafen. Und Dunkelheit
weckt sie. Deshalb fühlen sich Nächte manchmal an, als wäre man wieder klein, verletzlich und allein. Und hier wird es nun paradox. Wir fürchten die Dunkelheit und suchen sie gleichzeitig. In Horrorfilmen, Gruselvideos, Urban Legends. Aber warum? Weil Dunkelheit uns mit etwas konfrontiert, das wir tagsüber verdrängen. Kontrollverlust. Und genau das macht sie so intensiv. Angst lässt uns fühlen, dass wir leben. Die Dunkelheit selbst ist nicht das Problem. Es ist das, was wir in sie hineinlegen. Verstehen hilft, akzeptieren hilft mehr. Denn je mehr wir versuchen, die Angst zu verdrängen, desto lauter wird sie. Die Dunkelheit verschwindet nicht, aber sie verliert Macht, wenn wir ihr ins Gesicht sehen. Wenn dieses Video endet, bist du wieder allein. Vielleicht im Dunkeln, vielleicht auch nicht. Aber denk daran, die Dunkelheit verändert nichts. Sie zeigt nur, wie dein Kopf funktioniert, wenn er keine Antworten bekommt. Und wenn du heute Nacht noch einmal in den Flur schaust, dann ist das völlig normal. Schlaf gut und mystische Grüße. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass gerne ein Like da, kommentiere das Video, abonniert gerne unseren Kanal und aktiviert auch gerne die Glocke. Vielen Dank.